Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dr. A. P. Ich interessiere mich für die Bereiche Pädagogik, Philosophie und Geschichte. Was, wenn Kapitalismus niemals Freiheit war? Dieses System entstand aus Gewalt, Zwang und Ausbeutung. Technologie macht Arbeit überflüssig und den Markt gleich mit. Krisen, Überwachung und Spekulation sind kein Zufall. Stehen wir vor dem Ende des Kapitalismus? Hallo und willkommen. Heute geht es um eine wirklich radikale Idee, die fundamentale Kritik an der Arbeit, so wie wir sie eben kennen. Ja, dieses Zitat, das trifft den Nagel auf den Kopf, oder? Es zeigt diese fast schon religiöse Verehrung, die wir in unserer Kultur für die Arbeit haben. Ein Glaube, der so tief in uns drin steckt, dass wir ihn kaum noch in Frage stellen. Und genau da setzen wir an. Wir fragen uns, was, wenn das Ende der Arbeit gar keine Bedrohung ist? In den nächsten Minuten schauen wir uns eine Denkschule an, die sagt, unsere Besessenheit von Arbeit ist keine Tugend, sondern eine echte Krise. Also gut, fangen wir mal an. Um das Ganze zu verstehen, müssen wir uns zuerst einen Begriff anschauen, der absolut zentral ist, die Arbeitsgesellschaft. Was ist damit gemeint? Naja, im Grunde eine Gesellschaft, in der alles, dein sozialer Status, deine Identität, ja sogar deine Daseinsberechtigung von einem bezahlten Job abhängt. Die Kritiker sagen im Grunde, die moderne Gesellschaft hat die Arbeit zu einer Art Götzen gemacht, zu einem Selbstzweck, der unsere ganze Hingabe verlangt. Und Leute wie Robert Kurz, eine echt wichtige Figur in der deutschen Wertkritik, sagen ganz klar, dieses System stößt gerade an seine absoluten Grenzen. Das wirklich Spannende daran ist aber, diese Kritik ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Die hat tiefe Wurzeln in der Analyse, was Arbeit im Kapitalismus eigentlich ist. Und da kommen wir zum Schlüsselbegriff abstrakte Arbeit. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, ist es aber gar nicht. Im Kapitalismus geht es im Kern nicht darum, was du tust, ob du jetzt Tische baust oder Code schreibst. Es geht darum, dass deine Lebenszeit in eine messbare, abstrakte Energie umgewandelt wird, gemessen in Stunden. Und genau das ist der Punkt. Alles wird auf diesen einen Nenner runtergebrochen: abstrakte Arbeitszeit. Okay, aber wenn dieses System so total ist, wo ist dann das Problem, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Tja, das Verrückte ist, der Widerspruch steckt im System selbst. Genauer gesagt, in seinem eigenen Erfolg. Schauen wir uns das mal kurz historisch an. Die Geschichte des Kapitalismus ist im Grunde eine Geschichte von industriellen Revolutionen, die die Produktivität immer weiter gesteigert haben. Erst Dampf, dann Massenproduktion und jetzt stecken wir mittendrin in der dritten, der Revolution der Mikroelektronik und Automatisierung. Und diese dritte Revolution, die macht menschliche, abstrakte Arbeit mehr und mehr überflüssig. Klar, Automatisierung, Software, KI, das alles macht im Grunde, was Maschinen schon immer gemacht haben. Der riesige Unterschied ist aber das Ausmaß. Es ist ein Level erreicht, das das alte Modell fundamental ins Wanken bringt. Und das ist keine neue Erkenntnis. Die Philosophin Hannah Arendt hat das schon 1958 glasklar gesehen. Sie hat gesagt, was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist. Das fasst die zentrale Angst perfekt zusammen, oder? Eine Gesellschaft von Arbeitern, aber ohne Arbeit. Schlimmer geht's kaum, aus der Logik des Systems heraus. So, und was ist die politische Antwort auf diese Entwicklung? Genau hier wird's interessant, denn die führt uns, so die Kritiker, direkt in eine ziemlich perverse Falle. Auf der einen Seite haben wir das politische Ziel, das wir ständig hören: Jobs schaffen. Koste es, was es wolle. Hauptsache, die Arbeitsgesellschaft bleibt erhalten. Und auf der anderen Seite haben wir die ökonomische Realität. Produktivitätssteigerung durch Automatisierung vernichtet systematisch den Bedarf an menschlicher Arbeit. Das ist ein riesiger Widerspruch. Die Politik will Jobs, die die Wirtschaft eigentlich abschafft. Und das Ergebnis davon? Der Denker André Gorz nannte das eine tertiäre Antiökonomie. Klingt sperrig, meint aber was Einfaches. Das Ziel ist nicht mehr, effizient etwas Sinnvolles zu produzieren. Das Ziel ist es, die Leute einfach nur irgendwie in bezahlter Beschäftigung zu halten. Es werden also Jobs geschaffen, die gesellschaftlich völlig überflüssig sind, nur damit das Dogma „Jeder muss arbeiten" erfüllt wird. Okay, wenn also das Mantra „mehr Jobs schaffen" in eine Sackgasse führt, was ist dann die Alternative? Was schlagen diese Kritiker denn vor?
Die erste Säule der Lösung ist ein Konzept, das viele von euch sicher schon mal gehört haben, das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Die Idee ist, ein neues soziales Paradigma zu schaffen. Jeder Bürger, jede Bürgerin erhält ein Einkommen, das die Existenz sichert. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man einen Job hat oder nicht. Es geht darum, diese eiserne Koppelung von Arbeit und Einkommen endlich aufzubrechen. Die zweite Säule ist dann die radikale Arbeitszeitverkürzung, also eine kollektive, gesamtgesellschaftliche Verkürzung der Arbeitswoche. Warum? Ganz einfach, um die immer weniger werdende notwendige Arbeit fair auf alle zu verteilen. Und das ist jetzt super wichtig. Diese beiden Ideen, BGE und Arbeitszeitverkürzung, gehören zusammen. Die kann man nicht getrennt voneinander denken. Das Grundeinkommen sorgt für die materielle Sicherheit, während die Arbeitszeitverkürzung die Freiheit schafft, diese Sicherheit auch zu nutzen. Es geht also nicht darum, Leute fürs Rumsitzen zu bezahlen, es geht darum, Sicherheit und Freiheit miteinander zu verbinden. Und damit kommen wir zum eigentlichen Kern, zum ultimativen Ziel dieser ganzen Überlegung. Es geht nicht nur darum, Arbeit neu zu organisieren, es geht um etwas viel Größeres. Eine völlig neue Ökonomie der Zeit. Schon Karl Marx hat ja geschrieben, dass die Verkürzung des Arbeitstages die Grundvoraussetzung für alles Weitere ist. Jenseits der notwendigen Arbeit, so Marx, beginnt das wahre Reich der Freiheit. Es geht also nicht um endloses Produzieren, sondern darum, freie Zeit für die menschliche Entwicklung zu gewinnen. Was bedeutet das also konkret? Es ist eine völlig neue Logik für die Gesellschaft. Erstens, die notwendige Lohnarbeit wird auf ein Minimum reduziert. Zweitens, wir gewinnen Zeit zurück für die Familie, für die Gemeinschaft, für politisches Engagement, für Kultur. Drittens, wir werten all die unbezahlten Tätigkeiten auf, die für eine Gesellschaft ja total wichtig sind. Und viertens, der wichtigste Punkt, wir befreien das menschliche Potenzial vom Zwang der abstrakten Arbeit. Es ist ein Shift weg vom verfügbaren Einkommen hin zur verfügbaren Zeit. Und das führt uns zu einer letzten, ziemlich provokanten Frage, die ich euch einfach mal mitgeben möchte. Stellt euch mal vor, euer Leben würde sich nicht mehr um einen Job drehen. Was würdet ihr dann tun? Was würde euch definieren, wenn es nicht mehr eure Berufsbezeichnung ist, sondern das, was ihr mit eurer freien Zeit anfangt? Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.